Also ich glaube, die wichtigsten Veränderungen, die durch künstliche Intelligenz aktuell in der Kommunikation, gerade durch Large Language Models wie ChatGPT passieren, ist, dass viele Tätigkeiten, die wir vorher für einzigartig menschlich gehalten haben, relativ gut übernommen werden können. Zum Beispiel Ideen generieren für Texte, so eine Art Brainstorming, aber auch Texte anpassen oder zum Beispiel auch Dialoge führen. Allerdings haben die natürlich auch ihre Grenzen, die haben kein eigenes Bewusstsein. Das heißt, wir müssen nach wie vor die Maschinen füttern, wir müssen nach wie vor die Ergebnisse kontrollieren, wir müssen sie anpassen, wir müssen sie auswählen. Es bleibt also eine kollaborative Ebene. Ich glaube also, die KI wechselt von so einer ganz unauffälligen Assistenzfunktion zu einem Assistenten auf Augenhöhe, und das ist so ein zentraler Unterschied, der gerade stattfindet. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir unsere Rollen ein bisschen anders finden müssen. Wir suchen mehr die direkte Kommunikation, das Ungebrochene, das Einmalige in der Sprache, das, was in so einem Algorithmus als unästhetisch oder unsauber rausdividiert werden würde. Ich glaube, die Frage, ich kann die verstehen. Ich kann verstehen, dass man sich Sorgen macht, aber es nützt nicht so viel. Es ist einfach ein weiteres Werkzeug. Man hätte die gleiche Frage bei der Einführung der Schreibmaschine, des Computers, des Telefons, des Radios, bei jedem anderen Medium sozusagen stellen können. Ich glaube, es ist insofern ein Segen, dass es aktuell viel Arbeit erleichtert für die Early Adopter, die es jetzt schon mal ausprobieren. Und es ist einfach eine Spielerei am Anfang. Es ist nicht schwer, da die ersten Texte mit zu generieren, die ersten E-Mails und Grundverständnis herzustellen. Aber es ist natürlich auch ein Fluch, weil es bedeutet, dass wir uns aktuell wieder in der Mediensoziologie nennt man es Medienkatastrophe befinden. Das ist nichts Schlimmes, sondern das ist einfach die Situation, wo neue Medientechnologien in der Breite ausgerollt werden und sich alle damit auseinandersetzen müssen. Aber wir haben auch schon andere Medienkatastrophen wie den Buchdruck oder den Rundfunk überstanden. Dann werden wir jetzt auch das überstehen. Wir werden jetzt einfach lernen, anders mit den Maschinen zu interagieren, werden unsere Qualitäten in unseren Jobs herausfinden, was können die übernehmen, was können wir übernehmen, wie sieht die Arbeitsteilung aus. Und dann wird es am Ende mehr Zeit sein, die wir in explizit menschliche Fähigkeiten wie die direkte Kommunikation investieren können.